Guten Morgen, liebe Scooter-Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute mal ein bisschen anderes Thema. Ich möchte heute gerne mal über meine Erfahrungen berichten, die ich in den letzten 3 Jahren gemacht habe. Und zwar mit der Vespa GTS 300 HPE. Das ist jetzt mittlerweile schon mein 3. Modell. Angefangen 2019 mit einer weißen, dann kam die Supertech, die British Classic und jetzt Ace als letztes Modell. Ich fange natürlich erstmal mit den positiven Sachen an, weil ihr könnt euch vorstellen, das ist meine 3. GTS 300 HPE und die hätte ich mir nicht gekauft, wenn ich damit unzufrieden gewesen wäre. Also es ist ein tolles Fahrzeug. Meine erste GTS bin ich gefahren 2005, das war eine 250er GTS. Danach kam ein Euro 4 Modell und jetzt hintereinander 3 HPE Modelle. Optisch finde ich die HPE absolut gelungen. Gerade vorne die neue Krawatte finde ich wunderschön. Lenkerform, also optisch gelungen, aber das ist bei Vespa ja nichts Neues. Deshalb kaufen sich viele auch eine Vespa, weil es halt eine Stilikone ist, weil es ein wunderschönes Fahrzeug ist. Also Optik würde ich mal bei der Vespa ganz klar im Rollersegment 5 Sterne geben. Sicherlich der schönste Scooter, den es gibt. Auch vom Praktischen her wirklich ein gutes Fahrzeug. Also man kann viel transportieren, man kann viel ranbauen. Man hat den großen Fußraum, wo man mal einen Einkauf reinstellen kann. Also es ist ein Fahrzeug, was sich leicht fährt, was sich gut manövrieren lässt. Für die Stadt auf jeden Fall ein Fahrzeug, was extrem gut zu nutzen ist, was wendig ist, was viel transportieren kann, was dabei noch toll aussieht. Eine Sache, die ich natürlich toll finde, und das kennt ihr von meinem Kanal ja, die Möglichkeit, Sachen anzubauen, umzubauen, zu tunen, zu verbessern, zu individualisieren. Das zeichnet natürlich die Vespa aus. Hier gibt es eine Zubehörpalette, die ist schier endlos. Da ist für jeden das Passende mit dabei und wie ihr wisst, mache ich das auch sehr gerne. Da kommt wieder so ein bisschen der Spieltrieb durch. Ich versuche natürlich dann die Vespa für meine Verhältnisse zu individualisieren, zu optimieren. Und das mache ich auch. Da investiere ich viel Zeit, Liebe und Geld. Und das ist das, was bei einer Vespa auch extrem Spaß macht. Also Optik, 5 Sterne. Nutzbarkeit in der Stadt und mal auch auf der Landstraße ist wirklich super. Tolles Fahrverhalten, wendig, quirlig, viele Transportmöglichkeiten. Also das ist so das, was ich hervorheben möchte, was mir auch immer wieder auffällt, wenn ich aufsteige. Der Fahrspaß ist grandios. Also man hat wirklich viel Freude beim Fahren mit der Vespa. So, ich komme jetzt mal zu ein paar kleinen negativen Punkten, die ich nicht so toll finde. Punkt A, eine Sache, die mich wirklich am meisten stört, und das auch schon lange, auch schon mit dem 2. Modell, das ist jetzt schon 2-mal vorgekommen, ist der Ölverbrauch. Meine Vespa, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, meine verbraucht relativ viel Öl. Ich fahre ja auch Langstrecken, auch mal lange Strecken auf der Autobahn. Meine Vespa verbraucht zwischen 100 und 200 Milliliter Öl, die ich nachkippen muss, auf 1000 Kilometer. Das finde ich eine Sache bei einem sehr hochpreisigen Fahrzeug, die meiner Meinung nach nicht sein muss. Wenn ich ein neues Fahrzeug kaufe, dann möchte ich doch nicht, dass ich da alle 1000 Kilometer Öl nachkippe. Und da geht es jetzt, wie gesagt, nicht nur um Spuren, sondern das ist, finde ich, 200 Milliliter bei 1000 Kilometern finde ich dann manchmal schon recht viel. Dieser Ölverbrauch, der stört mich wirklich, weil gerade bei meinen langen Touren, die ich jetzt gemacht habe, musste ich immer Öl mitnehmen. Also ich habe immer eine Literflasche Öl dabei gehabt oder einen halben Liter, um dann, während ich fahre, mal ab und zu Öl nachzukippen. Weil was man auf jeden Fall vermeiden sollte, ist, die Vespa trocken zu fahren. Also kontrolliert bitte immer euer Öl. Wahrscheinlich wird jede Vespa ein bisschen verbrauchen, manche mehr, manche weniger. Aber Kontrolle ist ganz wichtig. Ja, und wenn es um das Thema Öl geht, dann ist natürlich auch wichtig, wie kann ich das Öl kontrollieren und wie kann ich es nachfüllen. Und da komme ich zu einer Sache, die mir auch nicht gefällt. Vielen von euch wahrscheinlich auch nicht. Mit dem HPE-Modell gab es nämlich eine Änderung. Früher war der Öleinfüllstutzen bei den Euro 4 Modellen noch hier unten. Der war dann hier außen dran an der Ölwanne. Auch gleich mit dem Ölmessstab oben drin kam man wirklich gut ran. Da war nichts, was behindert hat. Jetzt mit dem HPE-Modell wurde der Ölmessstab wie auch der Öleinfüllstutzen verlegt. Und zwar auf die andere Seite, zeige ich euch mal. Und zwar befindet sich der Öleinfüllstutzen und der Ölmessstab jetzt auf dieser Seite. Sehr praktisch, also es ist viel weiter hinten drin. Man kommt also kaum noch ran mit den Fingern. Wenn ihr jetzt den Ölstand mal kontrollieren wollt auf Natur oder so, der Auspuff ist natürlich kochend heiß. Also ihr habt immer das Risiko, dass ihr euch dann die Finger hier am Auspuff verbrennt. Wie man das jetzt machen konnte, das hier hinten reinzumachen, ich verstehe es nicht. Zweites Problem,
Der Ölmessstab, wenn man den draußen hat, ist unheimlich schwer wieder reinzukriegen. Da gibt es nur eine ganz bestimmte Position, wo der wieder reingleitet. Also da bitte auch immer vorsichtig. Es gibt viele, die sich den Ölmessstab schon abgebrochen haben. Also das ist wirklich eine fiddelige Sache, den da hinten reinzukriegen. Und richtig lustig wird's dann, wenn ihr Öl nachfüllen wollt. Weil dann müsst ihr hier hinten, das ist auch der Öleinfüllstutzen, da müsst ihr rankommen, um euer Öl nachzufüllen. Geht mit einem Trichter nicht, weil der geht ja nicht hier über Eck. Man muss sich also irgendwas basteln mit einem Trichter, der eine lange Tülle hat, den man dann hier unten rein sich biegt oder so. Oder man nimmt eine Spritze. Kann ja auch nicht so irgendwie der Sinn der Sache sein. Also das ist wirklich schlecht gemacht, bin ich der Meinung. Was das für einen Sinn haben soll, das auf die Seite zu verlegen, wo es auf der anderen Seite wirklich praktisch war. Ich verstehe es nicht. Ich habe auf der anderen Seite jetzt die Ölwanne vom Buchsenfuchs, die ist wirklich super praktisch. Da könnt ihr euren Ölstand sehen. Müsst also gar nicht mehr mit dem Ölmessstab da rumhantieren. Finde ich eine gute Investition, rate ich jedem. So eine Ölwanne bei dem HPE-Modell mit dem Sichtfenster. Habt ihr immer einen guten Überblick über euren Ölstand. Weil den sollte man wirklich immer beobachten, weil zu wenig Öl oder kein Öl heißt Motorschaden. Und das wird dann eine teure Angelegenheit. Da ich dieses Problem mit dem Ölverbrauch nun schon länger habe und auch schon bei meiner zweiten GTS, habe ich immer nach einer Möglichkeit gesucht, wie kann ich das auch unterwegs so einfüllen, dass ich jetzt da nicht irgendeinen großen Trichter mitnehmen muss oder spritzen, um da mein Öl nachzufüllen, was ich ja leider machen muss. Ich habe eine ganz gute Möglichkeit gefunden. Und zwar gibt es von Liquimoli, zeige ich euch mal, gibt es so eine 1 Liter Ölpackung, die sehr praktisch ist. Da ist nämlich, habe ich durch Zufall gefunden, mal bestellt, 5W40. Und wenn ihr das rauszieht, hier oben die Kappe, zack, habt ihr so euch einen Einfüllstutzen da. Und mit dem kommt man hier wunderbar hinten ran. Und wenn man das vorsichtig macht, kleckert nichts daneben. Ihr braucht keine Spritze mitnehmen, keinen Trichter, nichts. Also mit dieser kleinen Tülle, die kann man dann so ein bisschen daran biegen, kommt man wunderbar hin und kann dann damit das Öl einfüllen, ohne dass es groß kleckert. Praktische Sache. Das habe ich immer mit dabei, wenn ich meine Touren mache. Deutsches Fabrikat, Liquimoli, kennt ihr ja. Pack euch den Link unten in die Beschreibung mal rein. Wenn ihr euch dafür interessiert, kann man bestellen das Öl. Super Sache. Also damit kann man das Nachfüllen zumindest gut in den Griff kriegen. Den Ölverbrauch leider nicht. Ja, das ist natürlich eine nicht so angenehme Sache, wenn ein Fahrzeug viel Öl verbraucht. Stört mich ein bisschen, sollte bei einem modernen Fahrzeug, vor allen Dingen in dieser Preisklasse, nicht sein. Ja, was kann man gegen den Ölverbrauch tun? Klar, es gibt was. Es liegt, wie es aussieht, an den Kolbenringen, die nicht genug abdichten, also den Kolben im Zylinder, sodass also Öl aus dem Motorraum in den Verbrennungsraum gerät und dort verbrannt wird. Ist natürlich eine teure Angelegenheit. Der ganze Motor muss zerlegt werden, die Kolbenringe müssen gewechselt werden. Ich werde also diesen Fehler natürlich beheben, weil ich möchte die nächsten Fahrten doch ohne Ölverbrauch machen. Das heißt, ich werde die Vespa wieder zu Micha in die Werkstatt bringen. Dort werden dann die Kolbenringe gewechselt. Ich überlege sogar, ob ich mir vielleicht sogar den Malossi-Zylinder mit Kolben einbauen lasse. Der ist sehr gut, hat hohe Qualität, hat noch vielleicht ein bisschen mehr Leistung. Aber kostet natürlich wieder ein Vermögen, also von daher da muss ich noch ein bisschen warten. Aber das ist auf jeden Fall eine der nächsten Sachen, die ich auf jeden Fall in Angriff nehmen möchte, diesen Ölverbrauch endlich beseitigen. Meine Touren liefen auch toll, ganz zuverlässig die Vespa, keinerlei Probleme, bis auf den Ölverbrauch, der dann sehr nervig sein kann. Was ich allerdings hatte, waren ein paar kleine Qualitätsmängel. Also bei meiner jetzigen hatte ich hinten Lackprobleme, da wo der Haltegriff für den Sozius ist. Da ist ja so eine Abdenkung hinten dran, darunter war komplett eine große Stelle, der Lack komplett beschädigt. Nicht so schön. Zweite ist, meine Stoßdämpfer hinten haben tatsächlich 500 Kilometer gehalten. Dann haben sie durchgeschlagen. Finde ich auch nicht so toll. Also wurde natürlich auf Garantie behoben. Aber das sind halt alles so Sachen in Summe, die dazu führen, dass die Vespa wieder in der Werkstatt steht, wieder weg ist. Viele Werkstätten sind ausgelastet. Dann dauert es lange, bis man sie wieder kriegt. Dann ist in der Zeit, wo man fahren kann in der Saison, die Vespa nicht da. Ärgerlich. Also Qualitätskontrolle könnte vielleicht ein bisschen besser sein, dass so ein paar Mängel einfach nicht auftauchen. Gerade bei einem Fahrzeug, was in der Preisliga ist. 2 Sachen, die ich gerne noch erwähnen würde, die mir jetzt gerade noch einfallen, sind Einsparungen. Und zwar fahre ich ja Vespa schon sehr lange, auch wirklich mit der 250er. Das war, glaube ich, 2005, 2006. Da gab es ein paar Sachen, die ich sehr gut fand. Auch bei der Euro 4 waren die, glaube ich, auch noch da und jetzt plötzlich nicht mehr. Die wurden wegrationalisiert. Die zeige ich euch mal. Und zwar sind das 2 Sachen. Einmal hier vorne im Handschuhfach, habt ihr vielleicht schon gesehen, ist hier oben so eine
kleine Ablage, so ein kleines Fach. Das ist an sich ein Werkzeugfach. Da war früher das Werkzeug drin mit so einer kleinen Tasche. Hier vorne war eine Kunststoffabdeckung drauf. Das ist jetzt beides nicht mehr vorhanden. Es gibt weder diese Abdeckkappe noch das Werkzeug, was da drin war. Wurde also komplett wegrationalisiert. Finde ich nicht so schön. Hat man jetzt vielleicht nicht immer gebraucht, aber ist ja trotzdem ganz gut, wenn man vielleicht wenigstens einen Torx-Schlüssel dabei hat und das einfach bei dem Preis mit enthalten ist. Das Zweite, was leider auch wegrationalisiert wurde, was ich sehr praktisch fand, ist hier diese Haube. Das ist so eine Sitzbankhaube, so eine Abdeckregenhaube, die Sitzbank davor schützt, dass sie sich mit Wasser vollsaugt. Die war früher immer mit dabei. Die war hier unten sogar richtig befestigt mit so einer Lasche. Gibt es jetzt nicht mehr, muss man sich kaufen. War aber früher mit dabei, jetzt leider nicht mehr. Ich glaube, bei Zubehörsitzbänken, wenn man sich so eine Sportsitzbank kauft, ist es manchmal noch drin. Bei der Serie leider nicht mehr, wurde auch eingespart. Schade drum. Ja, von den anderen Rückrufaktionen bin ich glücklicherweise verschont geblieben. Also das Problem mit den Bremsleitungen ging an mir vorbei. Auch die große Rückrufaktion mit der Benzinpumpe, die es ja vor kurzem gab, davon war ich nicht betroffen. Da haben aber, glaube ich, viele Probleme gehabt. Auch, wie gesagt, keine schöne Sache, wenn dann während der Fahrt plötzlich der Motor ausgeht und nicht mehr angeht. Kann ja auch zu Gefahrensituationen führen. Stellt euch vor, das passiert auf der Autobahn bei einem Überholvorgang. Motor geht plötzlich aus. Also keine schöne Sache, sollte man wirklich nachbessern lassen. Also fragt bei eurem Händler mal nach, ob ihr da in diese Rückrufaktion reinfallt. Das gilt nur bei bestimmten Baujahren, glaube ich, und bestimmten Zeiträumen, wo das Ganze produziert wurde, wo dann wahrscheinlich Benzinpumpen eingekauft wurden, die nicht ganz so in Ordnung waren. Grundsätzlich muss man aber sagen, sind meine Erfahrungen mit der Vespa gut. Ich würde mir wahrscheinlich auch immer wieder eine holen. Es ist ein wunderschönes Fahrzeug, es macht Spaß, es ist praktisch, es hat den Style, es hat den Look, es hat die Möglichkeit zu individualisieren, ein bisschen rumzubasteln. Und das sind so die Sachen, die natürlich auch Freude machen bei einer Vespa, wenn man halt sich so sein eigenes Fahrzeug kreiert aus diesem unerschöpflichen Zubehörprogramm. Das war es jetzt für heute mit meinen Erfahrungen mit der Vespa GTS 300 HPE. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr eure Erfahrungen mal unten in die Kommentare reinschreibt, positiv wie auch negativ. Ich glaube, da gibt es bei jedem ein bisschen was zu erzählen. Da würde ich mich sehr freuen drüber. Vielleicht entsteht auch ein bisschen Diskussion und manche erfahren Sachen, die sie vielleicht vorher noch nicht wussten. Meine Erfahrung grundlegend also schon gut, aber wie gesagt, ein paar Sachen, wo ich mir wünschen würde, dass Piaggio da mal ein bisschen nachbessert und ein bisschen mehr auf Qualitätsmanagement achtet, weil der Preis ja jetzt doch langsam in eine Region geht, wo man das auch erwarten kann. Und wenn euch das Video heute gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben, auch den Kanal abonnieren. Wäre super, einfach unten klicken, ist kostenlos. Am besten auch auf die Glocke, dann kriegt ihr eine Nachricht, wenn ein neues Video online geht. Und wir sehen uns wie immer nächste Woche beim nächsten Video. Macht's gut, fahrt vorsichtig. Bis dann. Ciao.